Hallo, Freunde der Lichttechnik. Ich bin der Jens Peter und wir verschaffen uns nun einen Überblick über den Programmer. Als Vorbereitung für dieses Video habe ich hier bereits ein paar Geräte in dieses Projekt eingefügt. Das sind hier oben ein paar LED-Scheinwerfer, genauso wie hier unten. Hier in der Mitte habe ich zwei Moving Heads vorbereitet. Diese Geräte habe ich auch bereits in Gerätegruppen einsortiert, die hier links liegen. Wie wir jetzt aus anderen Videos wissen, können wir beispielsweise jetzt diese Gerätegruppe auswählen, mit dem Lumos-Button die darin enthaltenen Geräte einschalten und mit dem Color Picker für die Geräte eine Farbe einstellen. Wir können auch ein einzelnes Gerät, wie beispielsweise diesen Moving Head hier, auswählen, mit einem Doppelklick ebenfalls einschalten, ihm auch eine Farbe geben, ihn entsprechend positionieren, beispielsweise ein Gobo auswählen und das Gobo mit der Indexfunktion entsprechend noch so rotieren, wie wir das haben möchten. Wir sehen also, dass wir an unterschiedlichen Stellen in DMX Control 3 manuell die Werte der Gerätefunktionen einstellen können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo landen denn diese Werte? Und da kommt der Programmer ins Spiel. Der Programmer ist eine zentrale Instanz in DMX Control 3, in der alle manuell eingestellten Werte für Gerätefunktionen zwischengespeichert werden. Das heißt, alle Werte, die ich hier im Device Control, hier unten in den Controls oder hier in der Stage View einstelle, die landen im Programmer. Die darin zwischengespeicherten Werte kann man anschließend nutzen, um damit beispielsweise Cues zu speichern. Wie das aber funktioniert, schauen wir uns in einem der nächsten Videos an. In diesem Video konzentrieren wir uns ausschließlich auf den Programmer. Dort haben wir nun die Werte der Gerätefunktionen entsprechend hinterlegt. Aber vielleicht wollen wir uns einen Überblick über diese Werte verschaffen und dafür gibt es in DMX Control 3 das Programmer-Fenster. Dieses lässt sich auf zwei Arten öffnen. Entweder hier links im Side-Panel über den Programmer-Button oder oben im Menü unter Windows Programmer. Das Programmer-Fenster ist in zwei Teile geteilt. Hier oben besitzt es, wie viele andere Fenster in DMX Control 3, ein Menüband und enthält darunter eine Tabelle. In dieser Tabelle sind nun sämtliche Werte, die wir gerade eingestellt haben, hinterlegt. Beispielsweise sehen wir hier den Gobo-Index, den wir zuletzt eingestellt haben. Dass diese Werte auch live aktualisiert werden, sehen wir daran, dass wenn ich jetzt beispielsweise hier die Position im Position Control ändere, dass nun auch die Position im Programmer live aktualisiert wird. Das Programmer-Fenster bietet auch einige Vorschaufunktionen. So werden einerseits kleine Vorschaubilder in den einzelnen Zellen dargestellt. Wir können aber auch mit der Maus beispielsweise auf das Feld der Farbe dieser Gruppe gehen und bekommen nun eine größere Vorschau dargestellt. Eine solche Vorschaufunktion gibt es beispielsweise auch für den Dimmer, den Shutter und die Position. Haben wir Gerätefunktionen einer Gerätegruppe im Programmer hinterlegt, können wir uns diese Vorschau nicht nur für die Gruppe an sich, sondern auch für die darin enthaltenen Geräte anschauen. Dazu müssen wir nur den Eintrag der Gruppe entsprechend aufklappen. Hier sehen wir, welche einzelnen Werte für die Geräte aus den Einstellungen für die Gruppe resultieren. Das ist jetzt aktuell noch etwas witzlos, weil alle Werte hier gleich sind. Das ändert sich, wenn wir aber beispielsweise für die Gruppe bei der Farbe ein Fanning eintragen. Also wähle ich jetzt nochmal die Gruppe aus und trage hier beispielsweise ein Fanning zu grün ein. Jetzt sehen wir, dass hier nun für jeden einzelnen Scheinwerfer die resultierende Zwischenfarbe entsprechend dargestellt wird. Auch sehen wir
die entsprechende Reihenfolge der Scheinwerfer, die für die Berechnung der Zwischenwerte verwendet wird. Welche Werte dabei berechnet werden, sehen wir an der Einrückung. Die nicht eingerückten Werte sind die, die wir manuell hinterlegt haben. Die eingerückten sind die daraus berechneten Werte. Außerdem gibt es hier links noch grau hinterlegte Felder. Diese stellen dar, dass hier im Gegensatz zu den weiß hinterlegten Feldern keine Werte gespeichert sind. Nun haben wir uns einen Überblick über das Programmerfenster verschafft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man sonst noch mit diesem Fenster so machen kann. Man könnte vielleicht auf die Idee kommen, dass man hier die hinterlegten Werte auch durch die Eingabe eines neuen Wertes ändern kann. Also beispielsweise jetzt hier den Gobo-Index auswählen und irgendeine Zahl eintippen. Das ist aber nicht möglich. Dies liegt an der internen Struktur von DMX-Control 3. Stattdessen dient dieses Fenster vor allem auch dazu, die im Programmer zwischengespeicherten Werte wieder herauszulöschen. So kann man einerseits einzelne Einträge löschen. Hierzu muss man nur den entsprechenden Eintrag markieren und dann mit der Entfernen-Taste löschen. Dabei ist wichtig, dass nur zwischengespeicherte Werte gelöscht werden können. Errechnete Werte, wie beispielsweise hier jetzt dieser, sind nicht löschbar. Der entsprechende Eintrag der Gruppe aber schon. Neben einzelnen Einträgen kann man aber auch alle Einträge für eine Gerätefunktion, wie beispielsweise die Farbe hier löschen. Auch das geht, indem man einfach die komplette Spalte markiert und mit der Entfernen-Taste diese löscht. Wir sehen hier beispielsweise, dass nun alle Geräte wieder weiß wurden. Benötigt man die aktuelle Lichtstimmung insgesamt nicht mehr, kann auch der ganze Programmer geleert werden. Das geht entweder über den Clear-Button hier im Programmerfenster oder über den Clear-Button hier links im Side-Panel. Dieser Button hier sorgt dafür, dass für das Löschen nicht immer das Programmerfenster geöffnet werden muss. Beide Clear-Button besitzen aber noch eine Unterfunktion. Wenn man hier auf das Dropdown-Menü klickt, um es zu öffnen, dann sieht man hier, dass man für die gewählte Scheinwerfergruppe oder für den gewählten Scheinwerfer hier noch entsprechend die Werte für einzelne Gerätefunktionen löschen kann. Also beispielsweise eben jetzt hier für alle ausgewählten Geräte dann hier eine Spalte wieder. Wir klicken aber jetzt auf den Clear-Button und sehen nun, dass nichts mehr im Programmer enthalten ist und alle Geräte aus sind. Wir haben also nun den Programmer und das Programmerfenster kennengelernt. Dabei haben wir gesehen, wozu er dient und welche Funktionen das Fenster bietet. Nun sind wir bereit, um Lichtstimmungen in Queues zu speichern.